Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Making It So. Mein Leben ist die mit Spannung erwartete Autobiografie des renommierten Schauspielers Patrick Stewart, der durch ikonische Rollen wie Captain Jean-Luc Picard in Star Trek, The Next Generation und Professor Charles Xavier in den X-Men-Filmen weltweite Berühmtheit erlangte. In diesem bemerkenswert ehrlichen Werk nimmt Stewart seine Leser mit auf eine faszinierende Reise durch sein ereignisreiches Leben. Von seiner Kindheit im verarmten nordenglischen Yorkshire bis hin zu den Glanzlichtern einer internationalen Schauspielkarriere. Patrick Stewart schildert bewegend seine familiären Herausforderungen, seine ersten Erfahrungen auf der Bühne und den steinigen Weg in die Theater- und Filmwelt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die prägende Kindheit in Yorkshire. Patrick Stewart beginnt seine Lebensgeschichte mit der Schilderung seiner Kindheit im englischen Yorkshire. Das Aufwachsen in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, geprägt von Armut und familiären Konflikten, formte sein Selbstbewusstsein und seine Resilienz. Er beschreibt die Herausforderungen als Sohn eines physischen Vaters in einer Arbeiterfamilie. Diese Erfahrungen prägten nicht nur seinen Charakter, sondern schärften auch sein soziales Bewusstsein und seine Empathie. Eigenschaften, die er später sowohl privat als auch auf der Bühne und Leinwand einsetzte. Die Unterstützung durch Lehrer und erste Begegnungen mit Lokaltheater boten ihm erste Auswege und ließen ihn von einer besseren Zukunft träumen. Zweitens. Die Leidenschaft für die Schauspielerei. Bereits früh entdeckt Stewart die Kraft des Theaters für sich. Die erste Begegnung mit Shakespeare und das Mitwirken in Amateurtheatern entzündeten seine Leidenschaft für das Schauspiel. Die Herausforderungen beim Eintritt in die professionelle Theaterwelt, etwa am Royal Shakespeare Company, verdeutlichen seine Hartnäckigkeit und seinen hohen Anspruch an sich selbst. Stewart schildert anschaulich die Mühen und Rückschläge, aber auch die Freude und das ungeheure Glück, in den bedeutendsten Theaterhäusern Englands auf der Bühne zu stehen. Besonders eindrucksvoll ist seine Entwicklung vom schüchternen Jungen zum anerkannten Charakterdarsteller. Drittens. Von Star Trek zu Weltstar. Die ikonischen Rollen. Einen Großteil seines Buches widmet Stewart seiner Zeit bei Star Trek, The Next Generation. Die Rolle des Captain Jean-Luc Picard veränderte sein Leben grundlegend. Stewart gibt tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag am Set, schildert Beziehungen zu Kollegen wie Brent Spiner und Jonathan Frakes und reflektiert über die kulturelle Bedeutung der Serie. Darüber hinaus beschreibt er seine Erfahrungen als Charles Xavier in den X-Men-Filmen und wie diese Rollen seine Karriere und sein Privatleben weltweit beeinflussten. Stewart analysiert, wie solche Rollen auch sein eigenes Bild vom Menschsein geprägt haben. Viertens. Persönliche Krisen und Entwicklung. Trotz des Erfolgs spricht Stewart offen über persönliche Krisen. Seine biografische Reise beinhaltet Auseinandersetzungen mit Ängsten, Selbstzweifeln, familiären Konflikten und gesundheitlichen Herausforderungen. Stewart schildert, wie er mit Niederlagen und Unsicherheiten umging und wie der Rückhalt von Freunden, Mentoren und später seiner Frau eine entscheidende Rolle in seinem Leben spielte. Dabei thematisiert er auch den Umgang mit Ruhm, das Streben nach Authentizität und die Notwendigkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden. Diese Offenheit macht seine Autobiografie menschlich und inspirierend. Schließlich Engagement, Weisheit und Vermächtnis. Im letzten Teil seines Buches reflektiert Stewart zunehmend über sein gesellschaftliches Engagement, insbesondere im Bereich häusliche Gewalt, inspiriert durch eigene Familienerfahrungen. Weiterhin gibt er Einblicke in seine Philosophie zu Arbeit, Kreativität und zur Verantwortung eines Künstlers. Stewart betont die Bedeutung von Bildung, Empathie und Neugier, die ihn bis heute antreiben. Abschließend blickt er auf sein künstlerisches und persönliches Wirken zurück und teilt Lebensweisheiten, die weit über den Schauspielberuf hinaus Anwendung finden können. Zusammenfassend: Making It So. Mein Leben ist weit mehr als eine klassische Schauspieler-Autobiografie. Es ist ein vielschichtiger Lebensbericht, der aufrüttelt, bewegt und inspiriert.
Das Buch richtet sich an alle, die sich für Biografien, Schauspielkunst und Persönlichkeitsentwicklung interessieren und bietet darüber hinaus tiefe Einsichten in den gesellschaftlichen Wandel Großbritanniens im 20. und 21. Jahrhundert. Insbesondere Fans von Star Trek und X-Men, aber auch Theaterliebhaber und angehende Künstler werden von Stewarts Offenheit, seinem Humor und seiner menschlichen Tiefe profitieren. Der Leser lernt, wie aus schweren Kindheitsbedingungen und Widrigkeiten eine einzigartige Lebensgeschichte mit internationalem Einfluss entstehen kann und wie Resilienz, Integrität und Empathie zum Erfolg führen. Stewart lehrt uns, dass es kein geradliniger Weg zum persönlichen und beruflichen Glück gibt. Gerade diese Authentizität hebt seine Autobiografie von anderen ab. Wer Making It So liest, erhält nicht nur einen spannenden Einblick in das Leben eines herausragenden Schauspielers, sondern wertvolle Impulse für den eigenen Lebensweg. Das Buch hebt sich von anderen durch Stewarts präzise Beobachtungsgabe, klugen Reflexionen und ungewöhnliche Ehrlichkeit ab. Es bietet nicht nur Fans, sondern allen Leserinnen und Lesern einen echten Mehrwert für das eigene Leben. Wer an lebensklugen, humorvollen und zutiefst authentischen Lebensgeschichten interessiert ist, sollte zu diesem Werk greifen. Wenn Sie unterstützen möchten, Patrick Stewart, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.